Hallo liebes Element, Fische, Krebs und Skorpion. Wir schauen gemeinsam in euer großes Blatt für die nächsten 4 Wochen und gucken eure kollektiven Themen an, die es hier so gibt und die sich besonders zeigen oder wo Highlights oder Warnungen sind. Ja? Ja, bei euch fallen gerade einige raus. Ich hole die gerade mal her. Bei euch geht es darum, dass ihr auf dem kurzen Weg etwas in Bewegung bringt, das euch hier eine Wende in Beziehungsdingen bringt, vielleicht auch in allem Vertraglichen. Es geht hier sehr viel um die Möglichkeit, etwas verbindlich zu machen. Das ist nicht nur eine Sache, das sind mehrere Möglichkeiten. Und was mir besonders gut gefällt, ist eben der Beginn, also ein ganz kurzer Zeitraum, der hier zu sehen ist. Möglicherweise gestaltet sich etwas erleichternd, was im Umfeld, im Bereich der Häuslichkeit zu finden ist, mit dem ihr vielleicht einen Konflikt habt oder an dem ihr lange nicht vorbei kommt oder drumherum kommt. Und es mag etwas sein, was auch so ein bisschen wie Kreislauf aussieht, ne? Das ewige Drehen, das hier einen Ausstieg braucht. Es gestaltet sich sehr viel im Umfeld, was auch nicht eurer Kontrolle obliegt. Und ihr habt hier schicksalshafte Entscheidungen zu treffen. Die haben etwas mit dem Thema Vitalität zu tun. Die sollen euch einen anderen Wachstum ins Leben bringen. Und es sind Entscheidungen, die auch möglicherweise sehr viele Lebensbereiche betreffen. Ihr kriegt hier in etwas, das euch undurchsichtig erscheint, wo ihr, naja, nicht so ganz den Durchblick habt, wo sich so ungesunde Strukturen eingeschlichen haben oder auch Angewohnheiten, Gepflogenheiten. Da kriegt ihr hier einen Konflikt aufgezeigt. Der kann auch tatsächlich mit einem richtigen Konflikt verbunden sein, respektive auch mit einer anderen Person. Hier ist es eine Dame. Trotz allem kommen danach richtungsweisende Umbrüche für euch, die wieder zu mehr Frieden und Harmonie kommen, wo auch die Familienstrukturen mit im Umbruch sind. Da das Kleeblatt hier spiegelt, habe ich aber durchaus die positiven Bewegungen. Möglicherweise guckt ihr die nächsten 4 Wochen extrem auf euer emotionales Umfeld. Vielleicht ist da ein Konflikt, den ihr verdaut, ein Konflikt, der sich schnell aufzeigt, ein Konflikt von außen. Bei euch liegt das Karma-Kreuz eben im Haus des Hauses drin, verbunden mit Wegen, mit Veränderungen, mit auch Konflikten, die da hochquillen können. Und die sieht man hier sehr speziell auf der emotionalen Ebene. Das kann auch sein, dass ihr hier mal so, ja, man sagt so im sprichwörtlichen Ding, auf Zündung kommt. Also, dass ihr emotional euch nach außen trägt. So sagt man es vielleicht nobler. Wir haben uns selber hier im Haus der Blumen drin, das ist schon mal gut. Ne? Hier entwickelt sich etwas Gutes, hier blüht etwas auf. Es wird uns über die Emotionen gezeigt oder durch gewisse Kreisläufe. Und da wir hier diese Dinge auch im Kopf haben, beschäftigen wir uns vielleicht schon länger damit, wie kriegt man hier den Dreh rein. Was hier oben schon sehr speziell ist für die Wassersternzeichen, da wiederhole ich mich jetzt, schicksalshafte Wege, schicksalshafte Veränderungen, schicksalshafte Neubeginne. Also das Kreuz hier im Haus des Hauses überstrahlt irgendwie alles, das mit diesen Sachen zu tun hat. Deshalb liegen die Wege auch im Haus des Baumes. Das ist nicht nur ein Thema, sondern das ist, ja, das sind viele kleine Baustellen oder ein Thema dreht sich und ihr dreht euch hier mit.
Es kann sein, für manch einen, dass sie Dinge mit der Partnerschaft klären. Ja? Ich habe das Pärchen gegenüberliegend. Ich habe das Pärchen hier mit vielen Karten dazwischen. Die gucken sich an. Da gibt es Kommunikation, da gibt es Gefühlsausbrüche, da gibt es Veränderungen und es gibt Wege, die alle betreffen der Familie, und es gibt aber auch Wege, die schicken dich auf deinen eigenen. Und hier kann es zum Konflikt kommen. Wenn du keinen Partner hast, ist es vielleicht ein innerlicher Konflikt in dir, bei dem du selber versuchst zu analysieren, warum klappt was nicht. Oder ich ziehe immer wieder die gleichen Männer an. Ne? Oder ich nähere vielleicht unbewusst immer ungesunde Situationen. Möglicherweise kommt dieser Konflikt hier, und das finde ich jetzt auch wieder sehr speziell, um euch eine andere Richtung aufzuweisen. Ne? Hier ist möglich, dass man eine Kurskorrektur vornehmen muss, nicht erkennt wo, und hier dieser Moment kommt, wo es einem dann klar wird. Ein bisschen ist es so, dass man so Stück für Stück nach und nach irgendwelche Dinge an die Oberfläche bringt, in die Klarheit bringt. Die haben auch sehr viel mit dem Gegenüber zu tun. Das kann auch bestimmter Einfluss hier von Vaterthemen noch sein. Ja, und jetzt gibt es ein bisschen mehr Info. Also hier speziell, wenn ihr euch das Herz des Kartenblattes anguckt, dann seht ihr die Liebeskarte hier recht in Aufruhr. Das sind Einflüsse von außen. Da wünscht man sich irgendeinen Neubeginn. Die Liebe betrifft bei mir nicht nur die Liebe, sondern alles, was Herzensangelegenheiten sind oder einem am Herzen liegt. Und die Herzkarte selber liegt ja im Haus des Berges drin. Es geht also darum, gewisse Hindernisse zu überwinden, auch längerfristig, hier neu zu beginnen, einen Weg zu kriegen, einen anderen Weg zu gehen, giftige Einflüsse, die man hier erst aber noch aufgezeigt kriegt, weil man es unter Umständen im Alltag noch gar nicht erkannt hat, ja, auf eine andere Bahn zu lenken. Was mir jetzt auffällt, ist echt, hier liegen die Entscheidungen im Haus des Baumes, und im Haus der Entscheidungen liegt das Außen drin. Möglicherweise werdet ihr hier zu Sachen geführt, die ihr selber nicht forciert, sondern die von außen auf euch zukommen. Hier geht es mit anderem um eine finanzielle Veränderung. Für manche mag es auch möglich sein, hier einen finanziellen Konflikt zu lösen. Und für manche ist es hier in der Diagonalen schön zu sehen, dass man sich dafür entscheidet, finanziell neue Wege anzustreben, die hier mit den Blumen zwar Aufblühen bringen, aber auch ein bisschen mit Unruhe verbunden sind. Aber das ist hier so eher diese positive Unruhe, die man hier sieht. Möglicherweise ist dieser Schatten, der sich hier zeigt, eine Wunde, ein Schmerz, ein Wunderpunkt. Ja? Etwas, wo du als Paar mit deinem Gegenüber vielleicht ein Pflaster brauchst, wo du eine spezielle Verletzung hast, ein Pflaster brauchst, wo auch Einflüsse aus der Vergangenheit dabei sind, die haben mit dem Thema Versorgen, versorgt werden, unabhängig sein im finanziellen Bereich zu tun. Finanziell seine eigene Größe zu leben, könnte hier möglich sein. Aber wie gesagt, die Sense spielt hier eine große Rolle. Einsteils bringt sie dir Klarheit, einsteils kommen giftige Situationen in eine andere Bahn. Andererseits merkt man halt auch, dass man hier vielleicht schnell mal von was überfahren wird, das dann am Ende auch ein bisschen piekt.
Man überdenkt, man hat Zweifel an Dingen, die verbindlich sind, an Dingen, die Misstrauen mitbringen. Man muss vielleicht auch einen klugen Zug machen hier in puncto Verbindlichkeit, Verträge, Beziehungen. Man hat hier halt jetzt in diesem Kartenblatt eine Konfrontation, in der man einen Verlust emotionaler Art, sage ich jetzt mal, wieder auf den Bildschirm kriegt und gleichzeitig ihn auch verdauen kann. Hier liegt der Sarg im Haus des Buches drin. Ne? Hier geht dir irgendein Licht auf, etwas kommt an die Oberfläche, etwas, wo du vorher vielleicht auch nicht geahnt oder vermutet hättest. Das kann hier auch speziell sein, dass du das über die Träume oder deine Intuition wahrnimmst. Ne? Hier liegt der Mond, hier liegt die Sonne, der Bär. Das kann irgendein Einfluss zum Krafttier sein oder zum, weiß ich, ne, Geistführer. Das handhabt ja jeder ein bisschen anders. Gleichzeitig ist es verbunden mit einer neuen Energie, mit guten Nachrichten. Etwas wird abgelöst. Etwas, was viel Energie gekostet hat, kriegt hier eine rehabilitierende Energie. Ja, jetzt kommt hier oben, gucke ich mir noch mal die Häuser an. Wir haben hier im Hause, hier im Hause des Hauses das Kreuz drin. Die Hauskarte selber liegt hier im Hause der Lilien. Also hier kann es durchaus um Familienthemen gehen, Häuslichkeiten, Immobilien von Eltern zum Beispiel. Irgendwas mit dem Thema Haushäuslichkeit kriegt hier eine andere Energie. Aber zunächst kann es mal ein Konflikt sein, aber dieser Konflikt wird hier auch gelöst und ist hier mit der Verbindung, in der Verbindungslinie mit den Finanzen auch zu sehen. Also man stabilisiert hier wieder, man regeneriert, aber das Ganze zeigt sich erst nochmal als Schmerz. Es geht darum, emotionale Blockaden zu klären, jeder für sich. Und es sind dann so diese Reibungspunkte, wo du auch mit deinem Gegenüber oder mit dem Außen in Berührung kommst, wo dir dann einiges klar wird und wo du vielleicht auch so, naja, mit Ehrfurcht mal den Hut ziehst, dass du es jetzt erkannt hast. Das kann, was es ist, bei jedem anders sein. Es geht darum, eine Herzensangelegenheit zu erfrischen, etwas, was auf dem Herzen liegt und hinderlich wirkt, in eine schöne Energie zu bringen. Hier steht der Anker auf dem Kopf. Moment, ich muss die Kamera ein bisschen runterfahren, damit ihr alles sehen könnt. Das Thema weitreichend für euch die nächsten 4 Wochen kann echt vieles sein. Ich sehe das Thema Beruf, Berufung für dich. Ich sehe das Thema Beruf, Berufung für deine Kinder, falls du welche hast. Ich sehe Themen mit Arbeitskollegen, die nicht so ganz leicht werden könnten, wo man einen neuen Weg braucht. Ich sehe, dass es um Vertrauen in Freundschaften geht oder auch Vertrauen zu Kindern. Das Thema Berufung, Konflikt mit dem, was man tut und dem, was einem im Blut liegt oder mit dem, was geistiges Erbe ist. Dass man da so in Konflikt kommt und man sich überlegt, bleibe ich denn meinem gewählten Weg treu oder bewege ich mich in eine andere Richtung? Wir haben unten im Haus des Geldes hier noch die Ämter- und Behördenkarte. Möglicherweise hast du etwas zu klären im häuslichen Bereich, im Bereich Vitalität mit den Ämtern und Behörden.
Hier speziell habe ich die Finanzen drauf beim Rösseln. Also etwas Finanzielles im Thema Haus, Häuslichkeit, Beruf, Berufung oder auch Leben, Vitalität. Es kann ja auch dein Umfeld betreffen. Das muss nicht nur dich alleine betreffen. Also Personen aus deinem näheren Umfeld. Falls das jetzt nicht zutreffend ist, dass du irgendwas mit Ämtern und Behörden hast, mag es so sein, dass du dir vielleicht überlegst, wie du finanziell deine Mauern sprengen kannst, wie du dich da auf einen anderen Weg machst. Möglicherweise hat ein oder anderer den Gedanken an Selbstständigkeit. Hier im Hause des Turmes, wenn wir jetzt mal die Selbstständigen nehmen, liegt die Geldkarte drin, zusammen mit den Veränderungen von außen und dem Weiterkommen. Das heißt, du überlegst dir hier vielleicht auch, wie nimmt man mich wahr, wie werde ich gesehen, ja, so dieses alles. Hier wird sehr viel gelernt die nächsten 4 Wochen. Hier kann sein, dass das Schicksal dir neue Möglichkeiten, ein neues Kapitel bringt im Bereich Beruf, Berufung oder auch Stabilitätsthemen an sich, ne, wo man sich angekommen fühlt, wo man sein Umfeld genießen kann oder wo es sich eben nicht gut anfühlt. Hier kann es auch sein, dass ihr zum Beispiel viel mit Versorgung von Eltern oder Gängen für Eltern konfrontiert werdet. Im Hause des Gegenübers liegt hier so ein bisschen Mangel und Energieverlust. Es kann sein, dass dein Gegenüber vielleicht auch gerade nicht so mordsmäßig in seiner Kraft ist, dass er dir hilfreich unter die Arme greifen kann, beispielsweise. Oder dass er sich selber in einer Situation befindet, wo viele Themen sind, die eben auch Entscheidungen mit sich bringen und dass da so kommt, boah, mir wird es zu viel, beispielsweise. In unserem eigenen Haus liegt der Reiter drin, also eine Energie, in der bewegen wir uns weiter. Da ist man im Fluss, da kommt etwas in Fahrt, da nimmt etwas Bewegung auf. Hier sehr viel verbunden mit schicksalshaften Einflüssen. Die anderen machen was, du darfst mitdrehen. Und ja, die kurze Zündschnur hatte ich ja schon erwähnt. Ne? Die Wut muss ja vielleicht auch mal raus. Gerade wenn es zu viel wird, neigt man auch dazu, dass man mal auf den Tisch haut und sagt, so, mir reicht's jetzt. Das kann bei dir sein, aber auch beim Gegenüber. Gerade bei den Ämtern und Behörden hier nochmal habe ich hier aber auch gute Ergebnisse, falls da irgendwas sein sollte. Hier ist ein großer Schatten, den man sich ja nicht mehr so stellen muss, weil man ihn oft genug angeguckt hat. Und der bringt dir hier eine gewisse klare Sicht auf die Dinge mit. Ne? Das ist so wie ein geklärtes Weiterkommen nach den 4 Wochen. Prüfe deine Integrität, heißt auch, ne, wer darf an deinen Fäden ziehen, wer benutzt dich vielleicht auch wie eine Marionette, wo ziehst du an den Fäden der anderen? Thema Verbindung, Verträge, Verbindlichkeit. Und erforsche deine Herkunft, ist so ein bisschen ein Thema. Also hier geht es viel darum, Verlustthemen aus der Vergangenheit auch anzugucken. Und hier haben wir noch, mache positive Dinge. Also in dem ganzen Stress vergesse nicht, dir was Gutes zu tun, mit guten Dingen für dich selbst zu sorgen, die Segel neu zu setzen, mit dem Strom wieder schwimmen zu können. Und du darfst wieder mehr ins Fühlen kommen, für dich selber. Ängste lindern hätten wir unten noch dran. Okay, dann noch eine.
Denk dran, das ist für das Kollektiv, das Element des Wassers. Nimm dir mit, was du brauchst, was für dich passt oder stimmig ist. Ja, hier unten steht jetzt Shine Bright Like a Candle. Du wirst es schaffen, ne? Lass dein Licht wieder erstrahlen. Es geht weiter, hier geht die Sonne wieder auf. Was haben wir unter dem Deck noch? Auch sehr spannend, ich zeige es euch gerade nochmal. Manage to be glad, ne? Also tue Dinge, die dir gut tun, kreiere dir ein schönes Leben. Es geht um den Verlust auch von Konditionierungen in vielen Bereichen. Und das ist das, was das meint, Aussteigen aus Kreisläufen, die eigentlich nicht glücklich machen. Viele fragen sich ja oder wünschen sich von uns, sie wären gern ein bisschen lebensfroher oder es wäre etwas mehr Glück in ihrem Leben. Wir haben immer so arg den Fokus darauf, dass das Außen dir Glück bringt. Ich glaube aber, wenn du dein eigenes Licht scheinen lässt, dann ja, hast du innerlich mehr das Gefühl von dem, dass es gut ist, so wie es ist, dass eben Dinge passieren und dass sie dich aber im Grundvertrauen und im Glauben nicht so weit wegbringen von allem. Ne? Es geht darum, sich auch Glück und Zufriedenheit selber zu kreieren, hier im kleineren Rahmen. Okay, ihr Lieben, das war eure Legung. Ich drücke euch bis bald.